Markus Werner stellt einen legendären Laufschuh her, den Roadrunner. Seit 1970 wird er fast unverändert produziert, weitgehend in Handarbeit. Die beginnt mit dem Material für den Schaft, mit weichem Velurleder und mit scharfen Werkzeugen. Das sind Stanzmesser, das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie so Plätzchen formen, nur dass sie halt auch geschärft sind. In dem Fall zum Beispiel jetzt auf beiden Seiten, weil man braucht ja Innenseite und Außenseite vom Schuh, also links, rechts. So, und die Messer haben auch hier zum Beispiel an der Seite solche Markierungen dran, das sind die Größenkerben, damit man dann später sieht, was das für eine Schuhgröße ist und solche Geschichten. Das Design des Roadrunners. Eugen Brütting hat es Ende der 60er Jahre entwickelt. Damals gab es kaum spezielle Schuhe für Leichtathleten. Bald trugen bekannte Sportler den Schuh, wie zum Beispiel Bernd Kannenberg, der olympisches Gold im Gehen holte, und die Diskuswerferin Liesel Westermann. Die junge Liesel Westermann hat eine innige Beziehung zu ihrem Sportgerät. Kein Wunder, die runde Scheibe macht sie zum Leichtathletikstar. Die mehrfache deutsche Meisterin wirft 4-mal Weltrekord. Als erste Frau knackt sie die 60-Meter-Marke. Als er das Olympiastadion wieder erreichte, war er genau 49 Kilometer und 600 Meter gegangen. Immer sauber und stilrein, wie ihm die Kampfrichter im Stadion und in Münchens Innenstadt bestätigten. Bernd Kannenberg. Der Schaft des Schuhs besteht aus wenigen Teilen. Das sind die Seitenteile. Das ist das Seitenteil außen, Seitenteil innen, was man hier an den Kerben erkennt. Das ist die Decksohle, also wo später der Fuß drauf steht. Das ist die Lasche, im Volksmund sagt man immer Zunge dazu. Das ist der Ösenstreifen. Das kommt hinten an die Ferse, das ist sozusagen der Fersenabschluss. Wir nennen es immer Blinker. Das ist das Kappenteil, das wird hier vorne dann aufgesetzt später. Und das hier ist das Futter, was in dem Schuh drin ist. Nach dem Zuschnitt des Oberleders werden einige Teile gespalten. Manche Lederstärken braucht man etwas dünner für den Schuh und das kann man hier sozusagen eine Schicht vom Leder abschneiden. Man muss sich das vorstellen wie so eine Bandsäge. Hier läuft ein Messer und dann schiebe ich das darüber und dadurch kann ich die Lederstärken anpassen. Und das ist so im 0,1 mm Bereich. Damit bei den nächsten Produktionsschritten alle Nähte an den richtigen Stellen sitzen, werden die Seitenteile mit Hilfslinien versehen. Das ist eine sogenannte Vorzeichenmaschine. Das heißt, wir haben ja vorhin schon die Stanzmesser gesehen. Es gibt jetzt für die Teile, die vorgezeichnet werden müssen, gibt es sogenannte Vorzeichenschablonen. Der Umriss entspricht genau den Stanzteilen, mit dem Unterschied, dass hier, wo die Linien hinkommen sollen, eine Litze eingezogen ist. Und die Maschine funktioniert so. Wir haben hier so ein Band, das ist eingefärbt, wie so eine Silbermine. Und die Litze wird eingefärbt, dann dreht man es um und wird dann durch Druck auf das Teil gepresst. Und man sieht dann die Vorzeichnung auf dem dementsprechenden Teil. Weiter geht's zum nächsten Produktionsschritt. Markus Werner schärft die Kanten. Das bedeutet, er verringert dort die Materialstärke. Wenn zum Beispiel zwei Teile aufeinander genäht werden, hätte ich ja genau an der Stelle vom Übergang zweimal die Materialstärke. Und dadurch, dass ich das untere Teil ausschärfe mit dem sogenannten Untertritt und am oberen Teil auch unten was wegnehme, ist quasi an der Stelle, wo die Naht gesetzt wird, habe ich nur so 1 bis 1,5-fache der Materialdicke anstatt die doppelte Materialstärke. Markus Werner stellt den Laufschuh nicht allein her. Also Lydia, ich habe jetzt den Roadrunner vorgezeichnet. Du könntest jetzt Band kleben. Die Näharbeiten, besonders die komplizierten, übernimmt Lydia Tröger. Sie klebt zunächst ein Verstärkungsband auf die Rückseite des Seitenteils. Dann steppt sie 2 Nähte durch Seitenteil und Verstärkungsband.
Unter Steppen versteht man das Nähen einer geraden Naht, die zwei Teile verbindet. Der Roadrunner ist ein futterloser Schuh. Und einfach, um noch mehr Stabilität in den Schaft zu bekommen, ist dieses Band aufgeklebt, das dann auch immer mit dieser Naht fixiert wird. Jetzt fügt Markus die beiden Seitenteile zusammen mit einer sogenannten Zacknaht. Das ist eine Naht, die einfach so zickzack ausschaut. Also deshalb heißt die halt Zacknaht. Diese Naht nimmt man, wenn man auf Stoß etwas zusammennäht, um es zu verbinden. Normalerweise habe ich eine normale Naht, wenn ich zwei Teile aufeinander setze. Aber bei der Zacknaht ist, wenn ich zwei Teile auf Stoß verbinde. Dann geht's zurück zu Lydia Tröger. Sie vernäht zunächst das Fersenteil, den Blinker. Und dann bringt sie das Futter an. Ein Schaumstoffband und Klebstoff kommen ins Spiel. Markus zementiert damit den hinteren Teil des Roadrunners. Ein schönes Wort, was immer für Irritierung sorgt, ist zum Beispiel zementieren. Das hat jetzt nichts mit Bau und Zement zu tun, sondern zementieren nennt man in der Schuhmachersprache, wenn Klebstoff aufgetragen wird. Das ist zementieren. Das Futter wird der Handwerker nach dem Zementieren umschlagen. Vorher bringt er das Schaumstoffband im Bereich der Ferse an. Das ist einfach, dass man da einen gepolsterten Abschluss oben hat. Weil wir haben ja trotzdem ein Futter, ein gestürztes Futter und damit nichts drückt, ist da halt ein Schaum. Bei einem normalen Straßenschuh oder Sicherheitsschuh oder was auch immer, ist das normalerweise ein gestanztes Teil. Bei diesem Roadrunner haben wir nennen es mal Endlosschaum. Das ist einfach ein Schaumgummi, der ist 8 mm breit und quasi endlos. Das sind lange Streifen und wird dann halt aufgelegt. Zum Stürzen des Futters benutzt der Handwerker ein Hilfsmittel, den sogenannten Knochen. Früher waren die tatsächlich aus Knochen, der hier ist aus Metall. Das Aussehen des Schuhs hat sich in mehr als 50 Jahren kaum verändert. Markus Werner und seine Kollegen ignorieren alle Moden und halten sich an die Pläne des Sportschuhmachers Eugen Brütting aus Oberfranken, der nach dem Zweiten Weltkrieg sein Business im kleinen Küps im Landkreis Kronach startete. Dieser Schuh hat keine modischen Aspekte, das ist ein reiner Funktionsschuh. Wenn man sich den Aufbau des Schuhs anschaut, dass der nach reiner Funktion konstruiert wurde. Man kann an diesem Schuh eigentlich kein Detail weglassen. Also wenn man eine Naht weglässt, funktioniert der ganze Schuh nicht mehr. Die Einzelteile des Roadrunners kommen zurück zu Näherin Lydia Tröger. Sie steppt eine Naht auf das gerade verklebte Futter. Danach ist das Logo dran, das sich wie der Schuh in all den Jahren kaum verändert hat. Ein E und ein B für Eugen Brütting. Danach näht Markus den Schaft des Schuhs an der Vorderseite zusammen. Das Wechselspiel zwischen ihm und Lydia geht weiter. Sie steppt das Kappenteil auf. Und hängt die Lasche, die Zunge dran.
Dann folgt die schwierigste Arbeit an der Nähmaschine. Beim Aufsteppen des Ösenteils sind Übung und Geschick gefragt. Also das Aufsteppen vom Ösenstreifen bei dem Schuh hat schon seine Tücken. Weil normalerweise bei einem Schuh ist es so, diese Lasche, also die Zunge, quasi wird am Schluss unten drunter ein bisschen mit Kleber befestigt und dann wird so ein Riegel genäht. Das ist so D-förmig, schaut es aus, oder läuft vorne im Schatten vom Ösenstreifen. Beim Roadrunner speziell ist es so, dass diese Lasche schon vorne angehängt wird, bevor der Ösenstreifen draufkommt. Und damit man jetzt nicht beim Aufnehmen vom Ösenstreifen die Lasche mit festnäht, muss man die wegklappen. Also man braucht eigentlich 3 Hände beim Nähen. Lydia schafft es mit 2 Händen. Nähen für Fortgeschrittene. Das Kappenteil wird abgesteppt. Markus Werner schlägt die Schnürlöcher. Im Ösenteil sind Schnürlöcher vorgestanzt, im Oberleder aber nicht. Deshalb locht er durch, damit die Löcher durch alle Materialschichten gehen. Dann folgt das sogenannte Strobeln. Die Strobelnaht verbindet Innen- und Außenseite des Schafts miteinander. Sie heißt tatsächlich nur so, weil die Nähmaschine von der Firma Strobel hergestellt wurde. Der Schaft des Roadrunners ist nun komplett vernäht. Markus Werner ist hier der Produktdesigner, einer, der auch gerne bei der Produktion des Laufschuhs mitmacht. Ich bin hier, weil es mir Spaß macht. Ich komme ja aus einer ganz anderen Richtung eigentlich. Ich komme ja aus dem klassischen Produktdesign. Und ich bin hier in diese Firma gekommen, weil ich mich damals beworben hatte als einer, der wissen will, wie Schuhe gemacht werden. Und beim Gespräch darüber hieß es dann, aber wir haben ja keine Computer. Hier ist noch alles mit Millimetergabeln und Pappschablonen. Da habe ich gesagt, genau das will ich. Er fädelt die Produktionsschnürsenkel ein. Sie werden gleich gebraucht bei der Herstellung der Sohle. Es gibt hier hunderte Leisten und einen ganz speziellen. Der für den Roadrunner konzipiert wurde. Ein Sportler aus Neuseeland war damals dabei. Was zum Beispiel das Besondere an dem Schuh ist, ist dieser Leisten, über den er gefertigt wird. Der wurde entwickelt mit Arthur Lydiard. Das war ein ganz bekannter Läufer damals aus den 60er, 70er Jahren. Und das, was ihn unterscheidet von einem normalen Straßenschuh, bei einem normalen Straßenschuhleisten ist immer hinten ist hier so eine definierte Kante. Das heißt, man hat die Brandsohle, die geht bis zur Kante und dann der Schaft. Und der Mensch hat natürlich jetzt keine eckige Ferse. Das heißt, diese Kugel der Ferse wird normalerweise halt durch eine Einlegesohle dann nachgeahmt. Beim Lydiard-Leisten für den Roadrunner ist diese Kugelferse schon in Leisten drin. Darum hat der Schuh auch keine Einlegesohle. Der hat nur eine ganz dünne Decksohle aus Schweineleder und das war's. Und der Leisten gibt die ganze Schuhform schon vor. Die sogenannte Brandsohle wird auf den Leisten geheftet. So bezeichnet man die zum Fuß geneigte Schicht des Schuhbodens, also die Innensohle. Sie gilt als Fundament des Schuhs. Dann wird der Schaft eingeleistet. Das macht Jens Michael, der den Unterbau des Schuhs herstellt.
Beim ersten Arbeitsschritt wird es warm. Das Vorderteil des Schafts wird mit Dampf bearbeitet. Es wird dadurch geschmeidiger. Jens Michael bearbeitet den Schaft mit der sogenannten Zwickmaschine. Die Tätigkeit heißt unter Schuhmachern ganz ähnlich. Ich habe einen Schuh gezwickt. Und zwar bedeutet das, dass man das Leder überholt mit einer Maschine auf den Leisten. Es wird mit Heißkleber und einer Schere auf den Leisten aufgetragen. Den Senkel muss er nachziehen für den perfekten Sitz auf dem Leisten. Und die Nähte klopft er, weil sie übergangslos am Leisten anliegen sollen. Die Falten, die beim Zwicken im Velurleder entstanden sind, schleift Jens Michael und glättet so die Unterseite des Schuhs. Die Staubpartikel, die dabei entstanden sind, bläst er weg. In der Fertigungshalle gibt es nicht nur neue Schuhe, sondern auch gebrauchte. Auch der Roadrunner ist dabei. In der Lasche ist die Produktionszeit aufgedruckt. Juli 2014, März 2020, Februar 2014. Was sind das für Schuhe? Das sind Retouren, die von Kunden zurückkommen, die gerne ihre Schuhe weitertragen würden, aber man sieht es ja, die Sohlen sind durchgelaufen. Das heißt, die Schuhe sind zum Neubesohlen. Hier steht dann immer drauf, was gemacht werden soll, zum Beispiel jetzt Neubesohlung mit Rahmen und Fersenkappe. Das heißt, die alte Sohle kommt runter, der Rahmen kommt runter und auch diese Gummifersenkappe kommt runter und wird durch eine neue ersetzt. Zurück zu Jens. Er raut das glatte Kappenleder auf, dort, wo er später den Rahmen anbringen wird. An der nächsten Station wird geklebt, also zementiert. Mit einem Klebstoff auf Latexbasis. Der ist lösungsmittelfrei. Schön vorsichtig, damit kein Tropfen auf dem Oberleder landet. Es ist nicht ganz so schlimm, wenn ich mal ein bisschen rauskomme, weil ja noch der Rahmen drüber kommt. Der würde dann so mal einen Zentimeter schon verdecken. Also man hat ein bisschen Spiel, man muss es jetzt nicht zu genau machen. Aber wenn jetzt ein Tropfen von dem Kleber oben auf Also das darf auf keinen Fall passieren, dann ist der Schuh kaputt. Kann man wegschmeißen. Weil das Leder nimmt das sofort auf und dann ist das auch, kriegt man das nicht mehr weg. Zementiert wird auch die Zwischensohle. Sie besteht aus zwei Teilen, der eigentlichen Sohle und einem Keil. Der ist jetzt dran. Der Leisten hat eine gewisse Sprengung und damit es ausgeglichen wird, wird der Keil dann eingebaut. Unter Sprengung versteht man die Ausformung der Sohle, die das Abrollen des Fußes beim Gehen erlaubt. Die Höhendifferenz zwischen Vorfuß und Ferse.
Neben der Brandsohle ist die Zwischensohle bereits die zweite des Schuhs. Da steckt sehr viel Handarbeit dahinter. Es sind sehr viele Teile, die extra zugeschnitten werden müssen und es wird schichtweise aufgebaut. Also jetzt beim Roadrunner ist es so, also gezwickt ist er klassisch über eine Brandsohle, wie ein normaler Arguschuh auch, im vorderen Bereich. Im hinteren ist er gestrobelt. Dann kommt eine Zwischensohle, ein Keil, ein Rahmen außenrum, der umgeschlagen wird und dann kommt die Laufsohle. Die verklebte Sohle kommt auf den Schaft. Eine Verbindung, die hält. Der ist so fest, dass wir nicht nacharbeiten müssen. Also das haben wir ganz selten mal, dass irgendwas mit diesem Kleber nicht stimmt. Hat den Vorteil, dass er nicht sofort gepresst werden muss. Also man kann es auflegen und dann ein bisschen hat man Zeit zum Pressen. Gepresst wird hier. Die Presse ist auf der Unterseite gepolstert. Das Kissen hat ein bisschen einen Gegendruck und ist weich und tut sich deswegen besser an den Schuh anpassen. Und da wird es besser gepresst dadurch. Wenn es jetzt eine glatte Metallfläche wäre, da wäre es meinetwegen nur punktuell der Druck da. So ist es halt überall gleichmäßig verteilt. Wenn Schaft und Zwischensohle fest verbunden sind, schleift der Handwerker die überstehenden Ränder der Sohle ab. Dann zementiert er den Bereich, an dem die Fersenkappe haften soll. Die Kappe ist aus Gummi. Sie wird vor dem Auflegen angewärmt. – 70 Grad hat's. Es tut schon weh, wenn man es länger in der Hand hat. Damit sie richtig gut hält, wird geklopft. Jens zeichnet mit einer Leere und einem Stift die Höhe des Rahmens an. Das Klebeband zieht er ringsherum. An ihm orientiert er sich beim Anbringen des Rahmens. Die Gummikappe wird unterhalb der Markierung abgeschliffen, sodass dort eine plane Fläche entsteht. Dann legt er den eigentlichen Rahmen auf. Auch der ist aus Gummi. Jens kann das freihändig und die richtige Länge des Rahmens findet er immer. Der Rahmen sorgt für Stabilität und dient zudem als Schutz für das Leder und die Zwischensohlenkonstruktion. Wie die Sohle wird auch der Rahmen verpresst. Den Rahmen aufbringen, für Jens kein Problem. Im Laufe der Zeit wird es immer besser. Aber
Ich musste das machen, weil der gute Mann krank war, der das vorher gemacht hat. Und das ging eigentlich direkt ganz gut. Wieder wird das Gummi erwärmt. Das hat zur Folge, dass es weicher wird und sich besser formen lässt. Der Rahmen ist einerseits ein Gestaltungsmittel, er hat aber auch eine Funktion. Er hält Schaft, Brandsohle und Zwischensohle zusammen und ist Teil der Tragekonstruktion. Weil beim Umschlagen des Rahmens Wellen und Unebenheiten entstanden sind, wird der Unterbau noch einmal abgeschliffen. Der Aufbau des Roadrunners hat mit dem der modernen Laufschuhe wenig zu tun. Wenn man sich heutzutage die Laufschuhe anschaut, hinten die Fersen, richtige Dämpfungsmonster, so richtig viel Schaum, viel hilft viel. Wenn man zum Beispiel harte Schuhe gewohnt ist, so wie ich könnte mit diesen anderen Schuhen nicht laufen, weil mir das viel zu schwammig ist, so von der Art. Also vom Dämpfungsverhalten her ist ein Roadrunner eine ganz andere Welt mit dem Laufschuh aus dem Jahr 2025. Die Herstellung des Schuhs biegt auf die Zielgerade ein. Die sogenannte Laufsohle wird vor dem Auflegen aktiviert. Das bedeutet, nach dem Antrocknen muss der Klebstoff durch kurzfristige Erhitzung aktiviert werden, um seine volle Klebkraft zu erhalten. Laufsohlen müssen mehreren Anforderungen gerecht werden. Sie sollen nicht rutschig sein, dafür aber haltbar und wasserdicht. Dann wird die Laufsohle angepresst. Die überstehenden Seitenränder werden abgefräst. Das passiert in 2 Schritten. Es gibt eine Fräse fürs Grobe und eine für die Feinarbeit. Mit einem rotierenden Glockenmesser wird die überstehende Sohle abgeschnitten. Der Laufschuh ist fast fertig zum Verkauf. Aber zuerst kommen die dünnen Produktionssenkel raus. Und das hier nennt man unter Schuhmachern Ausleisten. Es fehlen nur noch die richtigen Schnürsenkel für den klassischen Laufschuh, der heute nicht mehr so oft beim Sport, dafür aber viel mehr im Alltag getragen wird. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.